Jeder in der Nachbarschaft nannte ihn gefährlich. Zu groß, zu aggressiv, zu unberechenbar in der Nähe von Kindern. Aber um 3:14 Uhr an einem eiskalten Novembermorgen tat dieser 40 Kilo schwere Schäferhund namens Max etwas, das alle eines Besseren belehrte. Das ist Leon, der 2-jährige Junge, der nicht atmen konnte. Und das ist der Hund, den die ganze Straße loswerden wollte. Bis zu der Nacht, in der er das Einzige war, das zwischen einem Kleinkind und dem Tod stand. Vor 7 Monaten betraten Julia und Stefan Becker ein Hamburger Tierheim auf der Suche nach einem Familienhund. Was sie fanden, war ein 40 Kilo schwerer Schäferhund, den niemand wollte. Die Tierheim-Mitarbeiterin zog sie beiseite, bevor sie seinen Zwinger erreichten. »Dieser Hund hat Aggressionsprobleme«, sagte sie unverblümt. »Sein vorheriger Besitzer hat ihn auf der Straße ausgesetzt, sagte, er sei zu beschützend, zu intensiv.« Stefan blickte auf seine Frau, dann auf ihren 2-jährigen Sohn Leon, bei dem vor 6 Monaten schweres Asthma diagnostiziert worden war. Ein 40 Kilo Schäferhund und ein Kleinkind mit Atemproblemen? Stefan schüttelte den Kopf. Das ist eine Katastrophe, die nur darauf wartet zu passieren. Aber Julia sah etwas anderes. »Vielleicht braucht Leon einen Beschützer«, sagte sie leise. Und als Leon zu Max' Zwinger ging und seine winzige Hand gegen die Stäbe drückte, passierte etwas Unglaubliches. Max, der wochenlang bei jedem Besucher auf- und abgelaufen war und geknurrt hatte, setzte sich hin. Sein Schwanz wedelte einmal, nur einmal, aber es reichte. Max kam an jenem Freitag nach Hause. Am Samstag begannen die Nachbarschaftsbeschwerden. »Dieser Hund ist gefährlich«, sagte Frau Schmidt von nebenan zu Julia am Briefkasten. »Haltet ihn vom Spielplatz fern!« Herr Müller von gegenüber war noch direkter. »Ich rufe die Tierkontrolle, wenn diese Bestie meinen Kindern zu nahe kommt.« Stefan hörte jedes Wort, jede Beschwerde, jedes Geflüster. »Wir müssen vorsichtig sein, Julia«, sagte er an jenem Abend. »Ein falscher Schritt und sie nehmen ihn weg. Oder schlimmer.« Was keiner von ihnen wusste, Leons Asthma würde bald lebensbedrohlich werden. Und Max war der Einzige, der es kommen sehen würde. Bevor wir mit dem fortfahren, was in jener Nacht geschah, muss ich dich etwas fragen. Wenn du Max und Leons Geschichte anschaust und noch nicht abonniert hast, drück bitte jetzt diesen Button. Denn was in den nächsten 5 Minuten passiert, wird komplett verändern, wie du die Hunde siehst, die jeder fürchtet, und die Kinder, die sie sich weigern zu verlassen. Diese Geschichte wird intensiver, emotionaler und unglaublicher. Also abonniere jetzt. Du musst sehen, was Max um 3:14 Uhr tat. In der ersten Nacht legte Stefan die Regeln fest. »Der Hund bleibt unten, weg von Leons Zimmer«, sagte er und installierte ein Babygitter. »Das ist nicht verhandelbar.« Aber Max positionierte sich am Fuß der Treppe und bewegte sich nicht. Die ganze Nacht. Seine Ohren verfolgten jedes Geräusch aus Leons Zimmer, jeden Atemzug, jeden Husten. »Das ist obsessiv«, sagte Stefan am nächsten Morgen. »Das ist nicht normal.« Die erste Woche war angespannt. Max weigerte sich, seinen Posten zu verlassen. Er aß kaum. Dann kam der Vorfall, der fast alles beendete. Ein Nachbarskind rannte aufgeregt in den Garten. Max' Körper wurde starr. Er bellte. Ein scharfes, schützendes Bellen. Innerhalb einer Stunde stand die Polizei vor der Tür. »Euer Hund hat meinen Sohn angegriffen«, behauptete der Nachbar. Eine Lüge. Der Beamte war klar. »Haltet den Hund unter Kontrolle, oder wir müssen eingreifen.« Stefan explodierte. »Wir müssen diesen Hund zurückgeben, Julia. Die Nachbarschaft ist gegen uns.« Aber dann begann Leon zu husten. Nasses, keuchendes, verzweifeltes Husten. Sein Asthmaanfall kam brutal. Julia rannte zum Vernebler, während Stefan ihren Sohn hielt. Und Max? Er stand in der Tür, völlig still, beobachtete Leon mit intensiven Augen. 15 Minuten lang bewegte sich Max nicht, blinzelte nicht. Als es vorbei war, sah Stefan diesen Hund anders an. »Er wusste es«, flüsterte Julia. »Er wusste es, bevor wir es taten.« Montag, 18. November. Leon wachte mit Fieber auf. 38,8 Grad Celsius. Grippe plus Asthma ist kritisch, sagte der Kinderarzt. Max riss das Babygitter um und betrat Leons Zimmer. »Holt diesen Hund raus!« schrie Stefan, aber Leon griff nach Max. »Lass ihn bleiben«, sagte Julia. Tag 2. Fieber,
39,2 Grad Celsius. Leons Atmung wurde mühsam. Max legte sich neben sein Bett. Kein Essen, kein Wasser. Tag 3. 39,6 Grad Celsius. Um 2 Uhr hatte Leon einen heftigen Hustenanfall. Niemand schlief. Tag 4. Max hatte 4 Tage nicht gegessen. Der Hund wird sterben, sagte Stefan. Tag 5. Freitag, der 22. November. Fieber. 37,4 Grad Celsius. Leon erholte sich. Um 21:30 Uhr schlief er friedlich. Stefan und Julia brachen erschöpft ins Bett. Sie schliefen zu tief, aber Max hörte es. Um 3:14 Uhr hob Max den Kopf. Leons Atmung hatte aufgehört. Max bewegte sich zum Kinderbett. Leons Lippen waren blau. Seine Atemwege schlossen sich. Die Art, die Kleinkinder tötet. Max bellte. Nichts. Er rannte zu Stefan und Julias Tür. Wuff! 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 Sie wachten nicht auf. Max drückte Leons Fenster auf, quetschte sich hindurch und fiel in den Garten. Er rannte zur Straße und bellte die Nachbarshäuser an, verzweifelt. Frau Schmidt wachte auf. »Dieser Hund bellt um 3 Uhr!« Sie sah Max zwischen den Häusern rennen. »Etwas stimmt nicht! Ruf sie an!« Herr Schmidt wählte. Stefans Telefon klingelte. »Euer Hund dreht durch!« Stefan rannte zu Leons Zimmer. Sein Sohn war bewusstlos. Lippen lila, keine Atmung. »Ruf den Notruf!« schrie Julia. Stefan wählte 112. Julia drückte die Verneblermaske auf Leons Gesicht. »Komm schon, Schatz!« Max sprang zurück durchs Fenster. Der Krankenwagen kam in 7 Minuten. Sauerstoff, Adrenalin. Leons Atemweg öffnete sich. Im Krankenhaus? 2 Minuten später hätten wir über Hirnschäden oder Tod gesprochen. Stefans Stimme brach. Der Hund weckte die Nachbarn. Dann hat euer Hund eurem Sohn das Leben gerettet. Frau Schmidt erschien mit Tränen. Ich nannte euren Hund gefährlich. Er ist ein Held. Es tut mir leid. Andere Nachbarn brachten Blumen, Entschuldigungen. Stefan schlang seine Arme um Max. Du wusstest es. Du wusstest es vor uns allen. Die Nachrichten berichteten. Schäferhund rettet 2-Jährigen um 3 Uhr. Max' Foto war auf der Titelseite. 6 Monate später ist Leon 2,5. Sein Asthma ist unter Kontrolle. Jede Nacht schläft Max neben ihm. Leons erstes Wort? Max. Nachbarschaftskinder spielen mit Max. Niemand hat Angst. Alle nannten ihn gefährlich. Aber Gefahr geht nicht um Größe oder Rasse. Es geht darum, wen du beschützt und warum. Max war nie gefährlich. Er wurde missverstanden. Sind gefährliche Hunde wirklich gefährlich? Oder urteilen wir zu schnell aus Angst? Schreib deine Antwort unten.